Moin zu einer neuen Folge von Gerrits Tagebuch. Und ich sag mal so, es ist die erste große Formel 1 Endspurt-Folge. Man merkt das an allen Ecken und Enden. Bei uns steigt die Vorfreude, die Nervosität, aber auch die Angst, das nicht fertig zu kriegen. Aber wir machen große Fortschritte. Es gibt sehr, sehr schöne neue Bilder von Ausschmückungen. Die ersten Yachten und die Leitplanken sind gesetzt und so weiter. Aber dazu gleich mehr. Denn vorher noch mal der große Aufruf an euch. Jetzt am Donnerstag, also am 7.3. startet endlich der große Doku-Kinofilm übers Miniaturwunderland bundesweit in über 300 Kinos. Und der Film ist wirklich toll geworden. Er ist sehr emotional und ich bin mir sicher, dass er euch gefällt. Wenn ihr Lust habt, ihn zu schauen und mit uns zusammen etwas ganz Verrücktes zu schaffen, dann schaut ihn euch gleich zwischen Donnerstag und Sonntag im Kino an. Denn in der Filmbranche heißt es immer, es ist doch eine Dokumentation. Eine Dokumentation hat keine Chance, in die Kinocharts zu kommen. Und die ersten 4 Tage zählen immer für die Wochencharts. Es sind wirklich spektakuläre Aufnahmen aus dem Wunderland entstanden, aber auch wirklich viele emotionale Momente, wenn es zum Beispiel auch um Frederiks und meine Kindheit geht. Und da hat das Filmteam kleine Gerrits und Frederiks durchs Wunderland laufen lassen. Und es ist wirklich so gut geworden, dass ich hier und da Gänsehaut bekommen habe. Also runter vom Sofa, rein ins gemütliche Kino, am besten das Kleine um die Ecke. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu allen Kinos und die meisten verkaufen auch schon Tickets. Also, wenn ihr Lust habt, wir würden uns sehr, sehr freuen und ich bin gespannt, wie euch der Film gefällt. Kommen wir zu den akuten Monaco-Themen. So, wie man unschwer erkennen kann, geht es modellbauerisch hier vor allen Dingen am schnellsten voran. Die ganzen Leitplanken sind gesetzt, die Yachten werden gesetzt. Also das Bild nimmt langsam Form an und es wird immer schöner. Und auch die Formel-1-Autos fahren immer schöner. Wir haben Fehler gefunden, kennt ihr selbst noch die Liste. Da ist ein neuer wieder, der schon mal gestrichen war, den haben wir wieder reanimiert sozusagen. Das ist der Kalle, keine Ahnung, da suchen wir gerade. Aber wir haben zwar nicht so richtig wissentlich Probleme gelöst, Fehler gefunden oder irgendwas. Wir haben ganz viele Sachen ausprobiert und dadurch große Fortschritte gemacht. Sind noch lange nicht am Ziel, aber wir können mittlerweile sagen, der Unterboden ist doch nicht so wichtig, wie wir dachten. Er ist wichtig, deswegen ist es auch sehr gut, dass wir Teflon höchstwahrscheinlich als die beste Lösung doch am Ende dann sehen werden. Und das Lustige ist, während ich hier gerade rede, habe ich auf den Bildschirm geguckt und ich habe einen Vollabsturz meiner Steuerungssoftware. Original. Das klingt jetzt komisch, aber das habe ich seit Monaten nicht gehabt. Wenn man das sich hier anschaut, ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Alle Autos in diesem Bereich sind vermisst. Deswegen unterbreche ich mal hier kurz meine Ansage, weil das schockt mich jetzt gerade. Das sieht echt verrückt aus. Mal kurz gucken. Ihr seht mich selbst ein bisschen überrascht. Aha. Okay. Ich werde hier zu bombardiert von Axel mit Fehlern. Und ich habe hier aber die entscheidendste Information. Hier sind ganz viele Fehler, aber da. Wenn diese Meldung hier kommt, dass das Ortungssystem seinen aktuellen Status mir schickt, dann ist der Strom ausgefallen gewesen. Und zwar ist das die Ich bin wieder da Meldung. Das heißt, okay, es ist im Nachhinein ganz trivial. Ich habe hier schon Schreck gekriegt, dass ich einen Freeze habe oder irgendwas, also einen bösen Softwarefehler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Autos haben sich in einem Netzteil getummelt. Alles klar. Wir haben die Netzteile auch auf sehr, sehr Sparflamme laufen. Und wenn das zu viel Strom wird, schalten die ab. Warum? Weil wir am Anfang auch einfach sicher gehen wollen. Wenn wir irgendwo Mist machen und einen Kurzschluss bauen oder irgendwas, dann soll nichts kaputt gehen. Also schalten die Netzteile sehr frühzeitig ab. Ich bin mit 11 Autos in eins von 2 Netzteilen gefahren. Und dafür sind die noch nicht ausgelegt. Der Strom hat sich einfach abgeschaltet und ja klar, dann sieht das Ergebnis so aus. Sorry für die Störung, aber ihr wart zumindest mal live dabei. Ich dachte, ich kann euch jetzt eine ganz große Nummer präsentieren. Ist ganz groß viel Arbeit jetzt, weil ich muss alle Autos einsammeln. Und das mache ich jetzt und dann zeige ich euch mal was nochmal zu den Unterböden. So, da sind die Autos. Und ich habe sie dir mal hingestellt, um euch zum Thema Unterböden noch mal kurz so ein Fazit zu machen. Wir haben ganz viele Fahnen mit Metallfolie. Das ist Stahlblech sozusagen. Wir haben welche Fahnen, wo wir das Halbach-Array ausgeschnitten haben, weil ja Stahl magnetisch ist. Und dann ein bisschen hochgeholt haben. Wir haben auch welche Fahnen, wo ganz normal, dass es eine dünnere Blechfolie drunter ist. Wir haben aber Autos aus der alten Generation heute mal wieder mitfahren lassen mit einer antistatischen Folie
die aber nicht antistatisch ist und sogar mit einer ganz billigen Plastikfolie drunter. Selbst der Wagen fährt mittlerweile. Das heißt, wir haben eigentlich ganz großes Glück. Wir haben sehr viel Stress, aber auch Glück gehabt dadurch, dass die Anlage schlecht lief. Also der Satz war ein bisschen unvollständig. Wir haben Glück gehabt, weil die Anlage schlecht lief. Und die läuft jetzt immer besser. Die schlecht laufende Anlage hat uns nämlich gelehrt, wie wir Autos perfekt machen können. Das hoffe ich zumindest gerade jetzt und nicht, dass wir schon wieder irgendeinem Zufall auferlegen sind. Und es hat sich gezeigt durch die vielen Tests, dass neben Teflon Kohlefaser die beste Lösung ist. Ich muss auf mein Handy gucken, um das vorzulesen. Carbon Filled Slippery UHMW Polyethylen Electrical Conductive Film. So sieht er aus. Und zwar haben wir da zwei Varianten getestet. Einmal einen vollflächigen Unterboden aus Kohlefaserfolie und einen, wo wir das Halbach-Array ausgeschnitten haben und dafür einen Stück hochgeholt haben, denn diese Folie ist dick. Und je dicker sie ist, dann steigt der Abstand des Magnetfeldes zum Magnetfeld in der Straße. Es wird also schwächer. Deswegen haben wir hier die ultimative Lösung, die wir momentan wahrscheinlich machen werden für alle Fahrzeuge. Kohlefaserfolie mit abgesenktem Halbach-Array, sodass das gerade eben nicht über die Straße schleift. Fährt echt super. Also drückt uns mal die Daumen, dass das Thema tatsächlich abgehakt ist. Wir sind da noch in den letzten Tests, aber schauen wir mal. Was noch nicht abgehakt ist, ist, dass es Fehler gibt. Aber ich zeige euch mal eben, dazu muss ich gleich was vorbereiten, eine Neuerung. Ja, wir haben ja noch ziemlich viele Fehler. Ich hoffe, dass wir die irgendwann mal alle finden werden. Und das Nervigste ist, wenn wir einen Fehler haben, müssen wir das Auto von der Anlage angeln, wieder aufstellen, alle anderen stehen. Und es kam uns eine Idee. Schaut euch das hier mal an. Zack, Fehler. Ich warte jetzt 5 Sekunden und jetzt wird das Auto gleich anfangen zu zuckeln. Zack, zack, zack. Und go. Es fährt weiter, wie von Geisterhand. Das heißt, wir sind jetzt mittlerweile in der Lage, weil es war eine simple Idee, wir haben ganz viele Magnetfeldsensoren unter der Anlage und die sind sehr, sehr hochauflösend. Ich weiß, wo das Auto zuletzt war, ich weiß, wo das Ortungssystem das Auto vermisst gemeldet hat. Und wenn da jetzt gerade kein anderes Auto auch in der Quere ist, sondern nur eins alleine ist, dann kann ich das automatisch suchen. Klingt ganz trivial, der Weg hat 3 Wochen gedauert. Stefan und Axel und ich haben sehr intensiv zusammengearbeitet. Aber es ist jetzt tatsächlich so, dass ungefähr 70–80% aller Fehler, die die Autos machen, vollautomatisch in 9 bis 13 Sekunden erledigt werden. Das ist eine Sache, die uns sehr, sehr weiterhilft und sehr große Freude macht. Triviale Idee, tolle Lösung. Und was uns auch sehr viel Freude macht, ist, dass wir bei 98% eigentlich mittlerweile sozusagen fast einen Haken hintermachen können beim Kamerasystem, also bei der Live-Übertragung. Und zu dem Thema kommen wir jetzt. Ach, das ist herrlich. Endlich was funktioniert. Ihr seid in den letzten Wochen sehr viel Gerede von mir gewohnt mit gar nicht so viel Greifbaren, weil wir halt über so diffuse Probleme reden. Ne? Anders ist das bei unserem Traum der Live-Übertragung mit Kameras an kleine Bildschirme hier auf der Anlage, also dem Videosystem. Wo haben wir das Ding eigentlich, das Kind, immer mal einen Namen gegeben? Formel 1 Videosystem. Formel 1 Videosystem, wo maßgeblich Daniel seinen Anteil hat und auch Steffen, die E-Ecke und so weiter und so fort. Aber fang du mal an. Wie weit bist du? Bist du fertig? Auch ganz fertig würde ich sagen, sind wir noch nicht, denn wir sind gut dabei. Ich meine, wir haben ja im Frühjahr 2020 kamst du in mein Büro und hast gesagt, eigentlich die Formel 1, das wäre ganz cool, wenn wir da so ein paar Live-Bilder kriegen würden wie an der echten Strecke. Und da haben wir noch überlegt, na ja, auf so ein kleines Display kriegen wir das ein oder andere Bild drauf und haben dann angefangen zu probieren. Hatten dann diese Raspberry Pis mit den Minikameras und haben dann beim Schreibtisch ewig lang Testaufbauten gehabt. Und irgendwann hat sich der Fokus verschoben. Dann haben wir nämlich aus Stefans Büro diesen Fernseher geklaut und hatten plötzlich ein 48 Zoll Display und haben unseren Videostream auf einem großen Display anzeigen können.
Und das fanden wir so cool, dass wir gesagt haben, naja, also die kleinen Displays, die sind schon nett. Die machen wir auch, weil wir es können, weil wir geil sind. Aber das hier, das hat eine Strahlkraft. Und es hat auch einen praktischen Nutzen für die Gäste, die so in zweiter und dritter Reihe weiter hinten stehen und nicht direkt den Blick auf die Strecke haben. Also davon hat jeder was. Ja, es fasziniert mich total, weil die Detaillierung, die Ausschmückung der Anlage ist noch nicht mal bei der Hälfte. Ne? Trotzdem sehen schon diese Bilder so faszinierend aus. Und auch, ich habe ja auch einen kleinen Teil da dran. Und zwar muss ich sozusagen choreografieren, welche Kamera was zeigt. Und ich stehe hier manchmal hier, obwohl die Autos da lang fahren und gucke da hin, weil die Bilder so cool sind. Und ich tatsächlich meine Fehler auf diesen wirklich gestochen scharfen Bildern fast besser erkennen kann, als hier mit bloßem Auge auf der Anlage, ob da irgendwas gezuckt hat oder nicht. Ne? Aber es sind ja 3 Komponenten, klar. Eine Software muss entscheiden, was eigentlich gezeigt werden soll. Soll gerade ein Überholmanöver gezeigt werden oder eine Überrundung oder ein Zweikampf oder einfach der Führende. Und dann gibt es die Kameras, die Streams erzeugen und die kleinen Mini-Displays. Ne? Genau. Was war die größte Herausforderung? Die Mini-Displays oder die Kameras? Die Kameras anzusteuern. Wir haben ja 20 Kameras über die Anlage verteilt und es ist eine riesen Datenmenge, die wir jetzt hier unter der Anlage hin und her schieben. Und die Kamerastreams immer punktgenau anzusteuern und zu starten, wenn du den Befehl dafür gibst, das war schon eine große Herausforderung. Ja, es ist also, wir haben wirklich, 2020 habe ich gerade gehört, das ist jetzt Zeit verging. Wir haben wirklich lange dran gesessen und ich habe immer wieder Daniel gesagt, geht da nicht noch ein bisschen mehr? Das beim Umschalten zwischen 2 Streams, da muss nämlich im Hintergrund der erst gestartet werden, genau. Ne? Ein bisschen mit Vorlauf, es keine kurzes Schwarzbild gibt und kein zuckendes Bild, sondern dass das so flüssig ist, wie es jetzt ist, dass du das hinbekommen hast. Ich weiß den Tag noch, als es das erste Mal so smooth umschaltete, was für ein Traum. Und ich weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt. Mordsmäßiger Effekt, definitiv. Und dass wir nicht zu großen Delay kriegen, weil man will da oben hingucken. Guck mal, die kommen gleich aus dem Tunnel. Und dann soll das da auch in dem Moment passieren und nicht schon längst vorbei sein. Ne? Genau. Ich glaube, jetzt sind wir beim Delay von einer Sekunde ungefähr. Oder? Halbe Sekunde. Halbe Sekunde, Traum. Das ist okay. Etwas größeres Delay gibt es zu den kleinen Displays, aber das liegt wahrscheinlich auch an den kleinen Mikrocontrollern im Display, oder? Habt ihr das mal rausgefunden? Ja, es liegt auch daran, dass das letztlich ein kodierter Videostream ist, der dann wieder zurückläuft zu den kleinen Raspberry Pis. Was wir da oben sehen, ist das Originalsignal, das eigentlich nicht großartig digital nachbearbeitet wird. Ja. Und du kennst das vielleicht von Fußballübertragungen zu Hause, die Nachbarn jubeln schon, während bei dir der Ball noch auf das Tor zurollt. Ähnlich ist das hier bei den kleinen Displays, aber das ist bei der Größe von 2,2 Zoll auch irgendwie noch zu verkraften. Das ist eine gute Anekdote. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich hatte Premiere und meine Nachbarn hatten normales Free TV und wir waren 5 Sekunden schneller als die. Und also das heißt, wir haben teilweise die geärgert, nachdem die das rausgekriegt haben und haben einfach mal uns alle zusammengetan und haben Tor geschrien, weil die ja dachten, alles klar, in 5 Sekunden sehen sie das Tor und da passierte aber nichts. Ne? Herrlich, sorry, ja. Kleiner Scherz am Rande. Oh, es gibt einen Fehler. Jetzt wollen wir mal gucken. Eigentlich soll das Videosystem automatisch zu der Fehlersituation schalten, aber alles klar, der Fehler ist genau hier. Das ist jetzt ärgerlich. Ich dachte, ich kann es euch mal schön vorführen, wie jetzt geht es nämlich weiter. Zack, automatisches System hat funktioniert. Übrigens habt ihr gerade ganz bisschen im Hintergrund die blauen Flaggen gesehen. Auch die Flaggensignale sind langsam am Start, aber da erzähle ich euch nächste Folge mal ein bisschen mehr drüber. Ja, Daniel, jetzt hast du, glaube ich, 4 Minuten in Gerrits Tagebuch gekriegt über so ein Riesenthema. Guckt euch mal ein paar Bilder an. Es ist so ein Traum. Vielen Dank. Es hätte Wert gehabt, dieses Thema mit den Kameras über Jahre zu begleiten, weil das ist so eine große Herausforderung gewesen. Aber es gehören natürlich nicht nur Daniel und Gerrit zu diesem Thema Kameras und Videoscreens, sondern da haben noch viele Leute mehr, zum Beispiel Steffen, dran gearbeitet. Er zeigt euch mal ein bisschen was über die Herstellung der ganzen Geschichte. Das Thema Kameras begleitet uns ja schon ein bisschen länger. Ich selber bin so circa seit einem Jahr drin involviert und alles begann mit diesen Raspberry-Kameras. Das sind handelsübliche Kameras, die sogar HD-fähig sind, wo um und bei 20, 30 Euro kosten und mittels Flachbandkabel einfach an Raspberry angeschlossen werden können und relativ gut funktionieren. Damit haben wir tatsächlich auch die ersten Tests gefahren, dass wir die ersten Perspektiven abstecken konnten, um halt eine Kameraabdeckung der Rennstrecke zu bekommen. Das Problem ist nur, ihr seht selber, die sind relativ groß. An einigen Stellen können wir sie verstecken, an anderen Stellen ist es eher nicht so cool. In einem Teammeeting wurde gefragt, Steffen, du hast ja diese tollen digitalen Flaggen gebaut, kriegen wir die Kameras nicht von so groß auf so groß?
Zum einen, damit wir sie halt besser verstecken können. Zum anderen war die Idee, was cool wäre, wenn wir eine Perspektive haben, die über die Fahrbahn ragt. Dass wir wirklich auf der Höhe der Rennautos sind und ganz coole Bilder einfangen können. Ja, gesagt, getan, habe ich angefangen rumzuprobieren, um das Ganze ein bisschen kleiner zu machen. Vorteil von diesem Platin ist, dass die Kamera hier einfach aufgesteckt ist mittels eines 30-poligen Steckers. Das ist super cool, dass wir die Kamera abtrennen können, bietet uns super viele Möglichkeiten. Problem an der Sache ist, dieser 30-polige Stecker hat wahnsinnig kleine Lötpads. Das wiederum bedeutet wahnsinnig filigrane Arbeit und wahnsinnig hohe Fehlerquellen. Um das Ganze zu minimieren, ist uns aufgefallen, dass im Schaltplan, dass wir den von 30 Pins auf 13 reduzieren konnten. Deswegen haben wir uns eine Platine herstellen lassen, mit der wir von den 30 Pins auf 13 Pins kommen. Und diese 13 Pins haben einfach viel, viel größere Lötpads, was es für mich viel einfacher macht, das anzulöten und einfach die Fehler reduziert. Mit diesen 13 Pins können wir mit 13 Kupferlackdrähten ganz einfache Adapterkabel bauen, mit denen wir dann zum Beispiel solche Sachen realisieren können, dass wir die Kamera in so kleinen Gehäusen platzieren können. Dabei geht der Kupferlackdraht durch dünne Rohre, kommt unten raus. Wir können das Ganze durch die Anlage schieben und können das dann unter der Anlage an die Platinen anklemmen. Das bietet uns natürlich viele Möglichkeiten, das Ganze irgendwo klein und filigran in der Anlage zu verstecken. Das ist nur ein Beispiel, was aussieht wie die digitale Flagge. Zum anderen haben wir das Ganze auch in Kameramasten verbaut, die überall um die Rennstrecke drumherum stehen. Und um das für den Besucher noch ein bisschen schwieriger zu machen, zu finden, haben wir die Kameras aber auch zum Beispiel in Fahrzeugen versteckt. Dadurch, dass sie so klein sind, fallen sie nicht auf, fallen besonders den Besuchern nicht auf. Und wir können sie in jegliche Alltagssituationen, die auf der Anlage nachgestellt sind, können wir verstecken. Und jetzt zeige ich euch mal, wie ich die Sachen gebaut habe, wie wir sie getestet haben und wie wir sie eingerichtet haben.
Und dann kommt noch eine vierte Komponente zu tragen, und zwar so eine Formel-1-Übertragung hat ja auch Einblendungen, sehr, sehr viele. Und vor dem Rennen, bei der Startaufstellung, während des Rennens überholt man über Boxenstops und dann die Siegerehrung und so weiter und so fort. Das hatten wir mal gedacht, das machen wir irgendwann kurz vor Schluss. Die Pflicht ist das Kamerasystem. Was für eine coole Aufnahme da oben gerade. Die versuchen alle gleichzeitig rechts, links, vorne, hinten an dem Safety Car vorbeizukommen. Und nebeneinander, also die fahren sich gegenseitig in die Karre gleich. Das ist ja auch eine Bombenperspektive. Ja, komm, jetzt auf der Start- und Zielgeraden macht ihr ihn alle nass. Ne? Weil sie dürfen es gerade überholen. Er hat seine Lampen nicht an. Das heißt, sie dürfen vorbei, aber sie streiten sich, wer rechts und wer links vorbeigeht. Auf beiden Seiten. Links und rechts. Sehr cool, sind alle vorbeigekommen. Okay, ihr seht schon, es ist ein bisschen Live-Fernsehen, weil wir wissen nicht, was die Anlage gleich machen wird. Es ist alles zwar nicht echter Zufall, weil es gehorcht ja den kompletten Formel-1-Regeln, aber am Ende ist es doch Zufall. Wie der Fahrer jetzt eben gerade sich einer links und der andere rechts entschieden hat. Safety Car hat sich in der Mitte ganz dünn gemacht, hat mich an eine Rennszene aus den 90er Jahren mit Michael Schumacher erinnert. Aber es gibt ja noch eine vierte Ebene, das sind diese Einblendungen. Genau. Und diese Einblendungen haben wir immer gedacht, ist so ein bisschen die Kür. Die Pflicht ist, das Kamerasystem bis zur Öffnung zum Start zu haben. Und die Kür, dann schieben wir hinterher, dass es auch Einblendungen gibt. Aber wir wollen das bis zur Öffnung haben. Ne? Richtig. Schaffst du das? Ja, ich denke, das werden wir hinkriegen. Wir sind auch schon gut dabei. Ich kann euch mal ein paar Einblendungen zeigen, was wir schon bislang haben. Geht los mit der Reihenfolge der Fahrer, die wir hier haben, mit den Abständen, so wie du sie an das Regiesystem überlieferst. Ja. Grafik ist so ein bisschen schlicht, aber hübsch machen können wir sie immer noch. Jetzt haben wir erstmal die Technik, den Grundstein gelegt. Team Radio ist auch eine Einblendung, die wir alle kennen. Das müssen wir ein bisschen besser platzieren unter dem Wunderland-Logo. Schnellste Rennrunde haben wir, glaube ich, schon. Hoppla, die ist ein bisschen nach oben gerutscht. Du siehst, ich muss die Koordinaten noch anpassen, aber das sind Kleinigkeiten, das kriegen wir hin. Schön ist eigentlich geworden, ganz zum Schluss, wenn das Rennen irgendwann mal sein Ende findet, müssen wir das Podium einblenden. Da haben wir jetzt stilisierte Bilder von Fahrern genommen, weil wir die Gesichter wahrscheinlich nicht verwenden wollen. Das ist eine super Lösung mit diesen stilisierten Fahrern, weil im Endeffekt, ich glaube, es reicht. Weil wir haben immer das Problem, allgemein im Internet mit den Rechten. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach ins Internet gehen und mir irgendwelche Fahrerfotos aussuchen und die hier einblenden, weil wir halt eine öffentliche Publikumsanlage sind. Und dann müsste ich auch tagesaktuell reagieren, wenn es einen Fahrerwechsel gibt, wenn irgendwo ein Vertrag ausläuft oder unterschrieben wird. Was wir aber natürlich gerne tun. Aber vielleicht ist die stilisierte Lösung, hat da mal einen kleinen Wunderland-Touch. Es ist ja das Miniatur-Wunderland Formel-1-Rennen. Ja. Also ich finde die super. Hast du die selbst erzeugt, oder? Die habe ich... Nein, ich habe es mir runtergeladen und dann vektorisiert und stark verfremdet, sodass wir sie jetzt hier erstmal verwenden können. Ich denke, das ist ein guter Anfang. Damit können wir auf jeden Fall in den Start gehen. Ja. Wenn wir dann noch bessere Lösungen finden, dass sich unsere Gäste Selfies machen können und sich dann hier rein projizieren können, das spielen können wir immer noch. Es ist auf jeden Fall so super. Das Kamerasystem kommt von Daniel. Die Soundmatrix hat er maßgeblich vorangetrieben. Das sind 2 Projekte, die wir für die Formel 1 gemacht haben, die wir jetzt in anderen Teilen der Anlage, wie zum Beispiel am Flughafen, auch einsetzen werden. Weil da gibt es so viele Möglichkeiten jetzt. Also ein Traum. Genau. Besonders faszinierend ist halt hier die Perspektive aus der Augenhöhe einer Preiserfigur. Und natürlich kann ich mir das auch in den engen Gassen von Knuffingen vorstellen. Ich kann es mir am Airport Knuffingen vorstellen, dass diese riesen 747 gerade auf dich zurollt, wenn du da am Gate die Kamera positionierst. Karneval in Venedig, haben wir auch gesagt, ist ganz schwer zu sehen an der Stelle für die Gäste. Ja. Auch da kann man natürlich eine Kamera positionieren. Und die Technik haben wir jetzt, die Software haben wir jetzt. Also letztlich können wir das jetzt klonen. Wunderbar. Wir werden auch noch versuchen, da habe ich, glaube ich, vor 3 Jahren oder 2 Jahren mal drüber gesprochen, dass wir Schwenks zeigen wollen. Ne? Das ist dann vielleicht am Ende die Kür. Das funktioniert, sieht auch super aus, aber nicht perfekt, weil es immer noch leicht ruckelt. Aber da arbeiten wir noch dran, besonders du. Und wo wir auch noch dran arbeiten, und ich sage mal ganz ehrlich, auch noch keine Lösung haben, ist die Siegerehrung. Brauchen wir eine Siegerehrung? Und wenn ja, wie wird sie aussehen? Weil jeden Fahrer irgendwie zu animieren, also wirklich da findet sie statt, da wirklich eine Show zu präsentieren, wo auch der richtige Fahrer da, oder vielleicht auch immer mal eine Fahrerin stehen wird, das kriegen wir nicht hin.
Und dann eine Animation einfach einzublenden wäre die Lösung. Wahrscheinlich wird es dann auch, dass wir ein vorgeschnittenes Filmchen an die Stelle stellen oder so. Aber da sind wir noch am Grübeln. Das bleibt noch spannend, wie wir da die Lösung finden. Und ansonsten, es ist zu früh, um zu sagen, da ist jetzt der Haken hinter, weil da sind noch ganz viele Ideen offen. Und ich habe auch gerade gesehen, 3 Kameras gehen noch nicht nach dem Umbau der Leitplanken. Aber das ist zumindest das, wo der Fortschritt zusammen mit der Soundmatrix am größten ist. So, jetzt habe ich wieder doch mehr gelabert, als du geredet hast, weil dafür habe ich noch was zu zeigen. Wir viele könnten noch mal auf die Hubschrauberkameras eingehen. Selbst die gibt es ja auch bei uns. Wir haben nicht Hubschrauberkameras kennt ihr vielleicht auch von der Formel-1-Übertragung, dass die von oben das Geschehen zeigen. Die haben wir für verschiedene Dinge mit dazu gepackt, weil wir dadurch Fehlersuche machen können. Jetzt zum Beispiel könnte ich ganz genau gucken, wo dann ein Auto einen Fehler gemacht hat. Und gerade in dem Bereich des Warm-ups, also bevor das Rennen losgeht, oder auch im Bereich der Auslaufrunde, der Siegerehrung, sieht man bei den echten Übertragungen oft so diese Ambient-Kulissen-Hubschrauberaufnahmen. Das ist jetzt allerdings eine statische Aufnahme. Da werden wir es definitiv auch so machen, dass wir leicht verfahren werden, weil so ein Hubschrauber steht ja auch nicht ganz auf der Stelle. Ne? Aber da sind wir noch nicht ganz fertig. Genau. Aber allein, wenn nachher die Ausschmückung fertig ist, diese Hubschrauberkameras, die ich tatsächlich an einer Stelle bislang nur einsetze, sonst habe ich sie im Rennen nicht drin in meinem Ablauf, die müssen noch viel mehr rein. Also das ist meine Aufgabe. Ne? Die kriegen wir noch mit rein. Also gerade jetzt den Hubschrauber über der Haarnadel finde ich super, diese Perspektive. Das, was ihr jetzt gerade gesehen habt, das ganze Thema Kamera, war sozusagen live. Es hat sogar im Endeffekt, weil man kurz sich umstellt, einen Tick länger gedauert, es zu drehen. In der Zeit musste ich kein einziges Mal aufstehen, um hier einen Fehler zu lösen. Und es fahren 11 Autos durch die Gegend. Es gab aber 2 Fehler, die haben sich von alleine gelöst. Das ist für mich der allergrößte Fortschritt, der uns einfach die Hoffnung macht, okay, wenn du diese Fehler hast, dann lerne mit ihnen zu leben. Und dann umschiffen wir die einfach. Und dann ist diese Automatik daraus entstanden. Und wir konnten jetzt hier gemütlich euch eine Viertelstunde lang die Ohren voll labern und die Autos fuhren weiter. So kann es gerne weitergehen und ich bin mal gespannt. Ich schätze mal schon so in 3-4 Wochen gibt es die nächste Folge und vielleicht wird das dann die letzte Endspurt-Folge vor der Eröffnung Ende April. Ich freue mich drauf. Vielen Dank für eure schönen Kommentare und dass ihr immer so regelmäßig zuschaut. Und ihr merkt es an so einer Aufregung. Es ist teilweise auch Angst und Stress, aber es ist Aufregung, weil wir das Gefühl haben, das erste Mal, das könnte wirklich klappen. So, genug der Worte. Würde mich freuen, wenn ihr ins Kino geht und wir sehen uns nächstes Mal. Danke, tschüss.